Den Hilfsschildern die sogenannten Richtzeichen. Und wie man hier schön erkennen kann, ist die Form und Farbgebung von diesen Verkehrszeichen auch relativ unterschiedlich. Ihr müsst wissen, Richtzeichen sind in erster Linie dafür da, um Hinweise und Informationen zu geben. Aber Achtung, sie können auch Geh- oder Verbote enthalten. Sie sind auch so gemacht, dass sie leicht für jeden super klar verständlich sind. Also verbessern die Richtzeichen den allgemeinen Verkehrsfluss und sie sorgen gleichzeitig für mehr Verkehrssicherheit im Straßenverkehr. Die Verkehrszeichen sind in der Regel dort aufgestellt, wo die jeweilige Anweisung befolgt werden muss. Also kann man hier auch sagen, unmittelbar davor. Die Farbgebung spielt hier bei den Richtzeichen, wenn auch nur eine kleine, aber trotzdem eine Rolle. Wenn man auf der Autobahn oder Schnellstraße unterwegs sein sollte, erkennt ihr dies daran, dass die Schilder dort immer blau sind. Seid ihr auf Land- oder Kreisstraßen unterwegs, sind die Schilder dort immer gelb oder grün. Aber gehen wir die Richtzeichen mal eben ganz kurz durch. Beginnen wir mit der Vorfahrt Straße. Hier hat man auf der gesamten Straße Vorfahrt, bis das Schild aufgegeben oder die Vorfahrtsstraße verlassen wird. Außerdem kann auch ein negatives Verkehrszeichen die Vorfahrtsstraße aufheben. Einzelvorfahrt. Das Zeichen gibt Vorfahrt. Das gilt nur für die nächste Kreuzung oder Einmündung. Innerorts steht es unmittelbar vor der Kreuzung oder Einmündung, außerorts steht es in der Regel 150 bis 250 Meter davor. Ortstafel Vorderseite. Hier beginnt eine geschlossene Ortschaft. Hier gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ortstafel Rückseite. Hier endet die geschlossene Ortschaft. Außerhalb geschlossener Ortschaften gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Beginn Parkraum Bewirtschaftungszone. Hier darf innerhalb der Zone nur mit Parkschein oder Parkscheibe geparkt werden. Das gilt allerdings nur, wenn das Halten und Parken nicht durch andere Verkehrszeichen verboten ist. Parkplatz. Hier ist das Parken erlaubt. Es gibt extra dafür vorgesehene Parkplätze. Vorrang vor dem Gegenverkehr. Es folgt eine Engstelle. Die Fahrzeuge, die in die Richtung des weißen Pfeils fahren, haben Vorrang. Das Gegenschild dazu seht ihr hier. Verkehrsberuhigter Bereich. Hier ist ein verkehrsberuhigter Bereich, also Spielstraße. Hier sind spielende Kinder überall erlaubt. Außerdem muss Schritttempo gefahren werden. Verkehrsberuhigter Bereich Ende. Der verkehrsberuhigte Bereich ist hier zu Ende. Kinder dürfen nicht mehr auf der Straße spielen. Wer diesen Bereich verlässt, ist immer wartepflichtig. Parken auf Gehweg. Hier darf auf dem Gehweg geparkt werden. Es ist aber nur für Kraftfahrzeuge und Anhänger bis 2,8 Tonnen zulässige Gesamtmasse erlaubt. Autobahnbeginn. Es weist darauf hin, dass nun eine Autobahn beginnt und damit die entsprechenden Verkehrsvorschriften gelten. Ankündigungsbalken. Hier wird auf der Autobahn die Entfernung zur nächsten Abfahrt angezeigt. Ein Streifen gleich 100 Meter. Kraftfahrstraße Beginn. Weist auf den Beginn einer Kraftfahrstraße und die damit verbundenen Verkehrsregeln hin. Fußgängerüberweg, also Zebrastreifen. Hier muss den Fußgängern das Überqueren der Straße gewährt werden. Es zeigt den Vorrang von Passanten vor dem fließenden Verkehr an. Fahrt hier auch aufmerksam und mit mäßiger Geschwindigkeit heran. Sackgasse. Es informiert Verkehrsteilnehmende darüber, dass in der so gekennzeichneten Straße eine Weiterfahrt nicht möglich ist. Sorry. Für Schüler ist wichtig, in der Prüfungsfahrt wäre es nicht schlimm, wenn man hier reinfahren würde, also man würde nicht durchfallen. Leitpfosten. Sie stehen in der Regel mit 50 Meter Abstand am Fahrbahnrand. So ist es einfacher, den Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einzuschätzen. Was übrigens in der Prüfung äußerst wichtig ist. Radschnellweg. Beginn eines Radschnellweges, auch als Radautobahn bekannt. Tunnelbeginn. Signalisiert den Beginn eines Tunnels. Wer mit einem Fahrzeug in den Tunnel einfährt, muss das Abblendlicht einschalten und darf dort nicht wenden. Nothalte und Pannenbucht. Zeigt an, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nur im Notfall oder bei einer Panne in den markierten Nothalte- und Pannenbuchten halten dürfen. Wasserschutzgebiet. Signalisiert ein Wasserschutzgebiet. Wer ein Fahrzeug mit wassergefährdender Ladung fährt, muss hier besonders aufmerksam und vorsichtig fahren. Verkehrshelfer. Hier werden Stellen im Straßenverkehr markiert, an denen Verkehrsteilnehmende mit dem Einsatz von Verkehrshelfern rechnen müssen. Hier sollten Sie besonders aufmerksam und rücksichtsvoll fahren. Digitales Testfeld Autobahn. Dies sind sogenannte Landmarkenschilder. Mit diesen Verkehrsschildern sollen autonomisierte Fahrzeuge zusammen mit der zentimetergenauen Karte und Sensoren ihren exakten Standort selbstständig bestimmen können.
Dies sind relativ neue Verkehrszeichen, die lediglich nur auf bestimmten Strecken in Deutschland zum Einsatz kommen und meines Wissens auch erstmal nur getestet werden. Leitlinie. Die Leitlinie ist eine unterbrochene Linie. Diese Linie darf überfahren werden. Hierbei ist aber ganz wichtig, eine Gefährdung muss ausgeschlossen sein. Wartelinie. Sie kann zusätzlich zu dem Zeichen Vorfahrt gewähren angebracht sein oder dort, wo abbiegende Fahrzeuge Gegenverkehr durchlassen müssen. Es empfiehlt sich, hier zu warten. Im Gegensatz zur Haltlinie ist dies aber nicht verpflichtend. Haifischzähne. Sie heben die Wartepflicht hervor. Diese kann zum Beispiel an einer Kreuzung aufgrund einer Rechts-vor-Links-Regelung bestehen oder durch ein Vorfahrts- oder Stoppschild angezeigt werden. Die Haifischzähne stellen also keine eigene Vorschrift auf, sondern machen den Verkehrsteilnehmer lediglich auf eine bestehende Vorschrift aufmerksam. So, dann haben wir bei den Richtzeichen noch die allgemeinen Hinweise und die ganzen Wegweiser. Aber dort erklären sich die meisten Schilder von selbst.